Wir werden alle älter. Das ist nicht zu verhindern. Dass wir älter werden, hat zum Teil auch mit unserer DNA zu tun bzw. ihrer Vermehrung, mit der wir uns hier befassen werden. From so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Wenn sich eine Zelle teilt, so muss ihr Genom auch an die Tochterzellen weitergegeben werden. Damit dies geschehen kann, muss die DNA verdoppelt werden. Als Replikation bezeichnet man einen zellulären Vorgang, bei dem eine DNA-Doppelhelix mit Hilfe spezifischer Enzyme identisch verdoppelt wird. Nur unter dieser Voraussetzung entstehen bei einer nachfolgenden Zellteilung Tochterzellen mit gleicher genetischer Ausstattung. Obwohl das Grundschema der Replikation einleuchtet, sind die Details jedoch sehr komplex. Folgende Besonderheiten sind dabei zu beachten. Erstens, die komplementäre Basenpaarung soll fehlerfrei erfolgen. Adenin paart stets mit Thymin und Guanin stets mit Cytosin. Zweitens, alle bekannten Enzyme, die DNA entlang einer Matrize synthetisieren, arbeiten nur in einer bestimmten Richtung. Außerdem können sie einen vorhandenen Strang zwar verlängern, aber nicht neu beginnen. Drittens, die beiden DNA-Stränge in der DNA-Doppelhelix verlaufen antiparallel. Das heißt, sie haben eine entgegengesetzte Leserichtung. Die Synthese der beiden Tochterstränge wird sich also unterscheiden. Viertens, das lange DNA-Molekül liegt im Zellkern verpackt vor. Fünftens, die Replikation muss zeitlich mit anderen Prozessen an der DNA und in der Zelle abgestimmt sein. Michelson-Stahl-Experiment. Es gibt theoretisch gesehen 3 Möglichkeiten, wie die DNA verdoppelt werden könnte. Zunächst ist ein Replikationstyp möglich, der als dispersiv bezeichnet wird. Die Tochtermoleküle bestehen aus einer abwechselnden Mischung von alten und neu synthetisierten Strängen. Von einer konservativen Verdopplung spricht man, wenn eine DNA-Doppelhelix komplett neu synthetisiert wird und die elterliche Doppelhelix unverändert bleibt. Bei einer semikonservativen Verdopplung trennen sich die Elternstränge und zu jedem der beiden Elternstränge wird ein komplementärer Strang neu synthetisiert. So entsteht auch hier eine identische DNA-Doppelhelix. In diesem Fall besteht aber jeder Doppelstrang jeweils aus einem Elternstrang und einem neu synthetisierten Tochterstrang. Tatsächlich folgt die Replikation der DNA diesem semikonservativen Weg. Dies wurde durch das Experiment von Michelson und Stahl nachgewiesen. Dafür gaben sie Kolibakterien auf ein Nährmedium, das das Stickstoffisotop N15 enthielt. So kam es zu einem Einbau des Isotops in die DNA der Bakterien. Nach einer Weile überführten sie die Bakterien auf ein Nährmedium mit dem Stickstoffisotop 14. Die beiden Isotope unterschieden sich nur im Hinblick auf ihre Masse und das machten sich Michelson und Stahl zunutze. Sie extrahierten die DNA der Nachfolgegeneration und zentrifugierten das Erbgut. Das Ergebnis, eine Bande, lag genau zwischen den Dichtegradienten der beiden Stickstoffisotope, was die konservative Replikation ausschloss, denn sonst hätte das zentrifugierte Erbgut sich auf die Dichtegradienten 14N und 15N aufteilen müssen. Weil die Elterngeneration der Bakterien das Stickstoffisotop 15 eingebaut hatte und die erste Tochtergeneration nur das Stickstoffisotop 14 hatte einbauen können. Damit kamen nur noch die semikonservative und die dispersive Replikation in Betracht. Der Versuch wurde um noch eine weitere Tochtergeneration weitergeführt. Doch dieses Mal bekam man 2 verschieden schwere Banden, bestehend aus der einen leichten 14N-Bande und einer schwereren 14N plus 15N-Bande. Disperse Replikation war damit ebenso ausgeschlossen, denn in diesem Fall hätte sich nur eine Bande bilden dürfen, durch den immer wieder gleichmäßigen Einbau der beiden Stickstoffisotope. Ablauf der Replikation.
Wie läuft denn aber die Replikation der DNA genau ab? Hier sind unter anderem mehrere Enzyme beteiligt. Zuerst muss die Doppelhelix der DNA entwunden werden. Das macht das Enzym Topoisomerase. Bei der Replikation werden die beiden Einzelstränge reißverschlussartig voneinander getrennt. Es entsteht somit eine Y-förmige Replikationsgabel. Jeder der frei gewordenen Einzelstränge dient als Matrize für die Synthese des Tochterstrangs. Die Trennung der Doppelstränge wird durch ein Enzym namens Helikase ermöglicht. Einzelstrangbindende Proteine binden an die getrennten Stränge und verhindern, dass sich dort die Doppelhelix wieder bildet. Die Primase synthetisiert an den 3-Enden der DNA sogenannte Primer. Das sind RNA-Moleküle, die für den Beginn der eigentlichen Replikation nötig sind und als Startpunkt dienen. Die Synthese des neuen Tochterstranges erfolgt durch das Enzym DNA-Polymerase 3. Und hier stehen wir vor einem kleinen Problem. Die DNA-Polymerase 3 kann nur in eine Richtung kontinuierlich synthetisieren. Wir haben aber in unserem Beitrag über den Aufbau der DNA kennengelernt, dass das Zuckermolekül Desoxyribose mit dem 5. und 3. C-Atom eine Verbindung mit dem Phosphat eingeht. Dabei bildet sich eine Phosphatbrücke zwischen dem 5. C-Atom des einen und dem 3. C-Atom des anderen Zuckermoleküls. Jede Polynukleotidkette hat somit ein 5'-Ende mit einer freien Phosphatgruppe und ein 3'-Ende mit einer freien OH-Gruppe. Das heißt, beide Einzelstränge verlaufen antiparallel in entgegengesetzte Richtung. Die DNA-Doppelhelix ist somit aus 2 antiparallelen Strängen aufgebaut, die in verschiedene Richtungen zeigen. Aus einem Vorwärtsstrang in 3'-5' Richtung und einem Rückwärtsstrang in 5'-3' Richtung. Am Vorwärtsstrang kann die DNA-Polymerase kontinuierlich den Leitstrang, der von 5' in 3' verlaufen wird, Nukleotid für Nukleotid synthetisieren. Am Rückwärtsstrang wird der Folgestrang synthetisiert. Da er jedoch antiparallel ist, unterliegt er einem besonderen Synthesemechanismus. Reiji Okazaki löste dieses Problem im Jahre 1965. Er zeigte experimentell, dass auch der Rückwärtsstrang von der DNA-Polymerase 3 abgelesen wird, allerdings nur stückchenweise. Denn das funktioniert nur, wenn immer wieder neue Primer gesetzt werden. Das heißt, die Replikationsgabel öffnet sich und an dem Rückwärtsstrang lagern sich versetzt immer wieder neue Primer an. In die Lücken zwischen den Primern kann die DNA-Polymerase 3 ansetzen und fragmentweise den Folgestrang am Rückwärtsstrang synthetisieren. Diese einzelnen synthetisierten Stücke der DNA bezeichnet man als Okazaki-Fragmente. Man spricht auch von einer diskontinuierlichen Bildung des DNA-Stranges. Die DNA-Polymerase 1 entfernt nun die Primer und ersetzt ihn durch DNA. Zurück bleibt eine kleine Bindungslücke zwischen den aneinander grenzenden Okazaki-Fragmenten, die von der DNA-Polymerase 1 nicht geknüpft werden können. Das Herstellen dieser Bindung wird von der DNA-Ligase katalysiert, wodurch die Fragmente miteinander verbunden werden und der Folgestrang ein Ganzes bildet. Die Replikation der DNA erfordert natürlich Energie. Die DNA-Polymerase nutzt als Einzelnukleotide zur DNA-Synthese Desoxyribonukleosid-Triphosphate. Durch die Abspaltung von 2 Phosphatgruppen wird Energie frei und die nun mit nur einem Phosphat bestückten Einzelnukleotide bilden den neuen DNA-Strang. Wir haben im Beitrag über den Aufbau der DNA und der Chromosomen in Erfahrung gebracht, dass die Enden der Chromosomen der Eukaryoten als Telomere bezeichnet werden. Sie bestehen aus repetitiver DNA. An diese Sequenzwiederholungen binden spezielle Proteine, die verhindern, dass das DNA-Reparatursystem die Enden als Brüche erkennt. Darüber hinaus können die Wiederholungen Schleifen bilden, die eine ähnliche Schutzfunktion besitzen. Es gibt jedoch ein weiteres Problem mit den Enden der Chromosomen. Wie wir erfahren haben, erfolgt die Synthese des Folgestrangs durch das Anknüpfen von Okazaki-Fragmenten an RNA-Primer.
Wenn nun der endständige, letzte RNA-Primer entfernt wird, kann keine DNA an dieser Stelle synthetisiert werden, um ihn zu ersetzen, da es kein Dreistrichende mehr gibt, das verlängert werden könnte. Es bleibt also an beiden Enden der fertigen DNA am jeweils komplementären Strang ein kurzes, ungepaartes DNA-Stück übrig. Meistens wird dieses enzymatisch entfernt. Auf diese Weise wird das Chromosom bei jeder Zellteilung etwas kürzer. Bei jeder Replikation können Telomere 50 bis 200 Basenpaare verlieren. Nach vielen Teilungen können so die Gene in der Nähe der Telomere verloren gehen und die Zelle stirbt ab. Dieser Effekt erklärt teilweise, warum viele Zelllinien nicht die gesamte Lebenszeit eines Lebewesens bestehen bleiben. Ihre Telomere gehen verloren. Andererseits verfügen sich ständig teilende Zellen wie die Stammzellen des Knochenmarks und die Urkeimzellen, die die Sperma- und Eizellen produzieren, über einen speziellen Mechanismus, um die Telomer-DNA zu erhalten. Das Enzym Telomerase fügt über diese Zellen die verloren gegangenen Telomersequenzen an. Die Telomerase enthält eine RNA-Sequenz, die als Matrize für die Sequenzwiederholung der Telomere fungiert. Bei über 90% aller Tumoren des Menschen wird die Telomerase exprimiert. Wahrscheinlich ist sie ein wichtiger Faktor für die Fähigkeit von Krebszellen, sich ständig zu teilen. Da die meisten normalen Zellen diese Fähigkeit nicht besitzen, ist die Telomerase ein interessantes Ziel für Medikamente, die Tumoren spezifisch angreifen können. Auch im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess ist die Telomerase im Gespräch. Wenn menschliche Zellkulturen mit einem Gen transformiert werden, das die Telomerase in großen Mengen exprimiert, verkürzen sich deren Telomere nicht. Solche Zellen leben nicht nur 20 bis 30 Generationen und sterben ab, sondern sie werden unsterblich. Zu klären ist hier noch, inwieweit sich dieser Befund auf das Altern des ganzen Organismus anwenden lässt. DNA-Reparatur. Die DNA wird äußerst exakt repliziert und bleibt daher zuverlässig erhalten. Das ist für die Funktionstüchtigkeit aller Zellen essentiell, gleichgültig, ob es sich um einen Prokaryoten oder eine Zelle in einem komplexen, vielzelligen Organismus handelt. Die Replikation der DNA erfolgt aber nicht mit absoluter Genauigkeit und DNA unterliegt Veränderungen durch chemische Substanzen und andere Umweltfaktoren. DNA-Polymerasen machen Fehler bei der Synthese der Polynukleotidstränge. Im Allgemeinen wird pro 100.000 replizierten Nukleotiden eine falsche Base eingebaut. Das erscheint zwar angesichts der etwa 3 Milliarden Basenpaare beim Menschen vielleicht als etwas wenig bedeutsam, aber die Fehler addieren sich bei jeder Zellteilung. Wenn die Fehler der DNA-Polymerase nicht repariert würden, gäbe es bei jeder Teilung einer menschlichen Zelle im neu synthetisierten DNA-Strang 60.000 falsche Basen. Es ist sogar noch schlimmer. Da die Basen selbst chemisch instabil sind, können sie durch äußere Faktoren wie Strahlung geschädigt werden. So entstehen Mutationen, an denen die korrekte Paarung verhindert wird. Vorteilhafterweise werden Fehler bei der DNA-Replikation in den Zellen korrigiert und geschädigte Nukleotide repariert. Zellen verfügen über mindestens 3 verschiedene DNA-Reparaturmechanismen. Ein Mechanismus zum Korrekturlesen korrigiert Replikationsfehler, sobald die Polymerase sie erzeugt. Die meisten DNA-Polymerasen führen eine Korrekturlesefunktion jedes Mal durch, wenn sie ein neues Nukleotid in den wachsenden DNA-Strang einfügen. Wenn eine DNA-Polymerase eine Fehlpaarung der Basen erkennt, erkennt sie das unpassend eingebaute Nukleotid und startet einen neuen Versuch. Die Fehlerrate dieses Vorgangs beträgt nur eine von 10.000 reparierten Basenpaaren. Dadurch verringert sich die Fehlerrate bei der Replikation insgesamt auf einen Fehler pro 10 Milliarden replizierten Basen. Ein zweiter Mechanismus zur Fehlpaarungsreparatur prüft die DNA unmittelbar
nach der Replikation und korrigiert alle Basenfehlpaarungen, sogenannte Mismatches. Nach der Replikation der DNA durchsucht eine zweite Gruppe von Proteinen das neu replizierte Molekül auf Fehlpaarungen, die dem Korrekturlesen entgangen sind. So kann ein solcher Mechanismus zur Fehlpaarungsreparatur beispielsweise ein Adenin-Cytosin-Paar erkennen, wo eigentlich ein Adenin-Thymin-Paar sein sollte. Das Reparatursystem erkennt, welche der beiden Basen im Adenin-Cytosin-Paar die falsche ist und führt die Reparatur durch. Wenn das korrekte Paar Adenin-Thymin ist, ersetzt das Reparatursystem Cytosin durch Thymin und stellt so das Adenin-Thymin-Paar wieder her. DNA-Moleküle können auch während der Interphase einer Zelle beschädigt werden, wenn sich also DNA nicht verdoppelt. Hochenergetische Strahlung, chemische Substanzen aus der Umgebung und spontan auftretende chemische Reaktionen können die DNA schädigen. Wenn beispielsweise benachbarte Thymine auf demselben DNA-Strang ultraviolettes Licht absorbieren, bilden sich kovalente Bindungen zwischen den Basen, sodass ein Thymin-Dimer entsteht. Diese Dimere stören die Basenpaarung bei der Replikation, sodass zufällige Basen eingebaut werden. Dies ist zum Beispiel die primäre Ursache für Hautkrebs bei Menschen. Für diese Art von Schäden sind Mechanismen der Exzisionsreparatur als dritte Möglichkeit zuständig.